Dann ist Kies, dann haben wir Kies. Kies ist im Prinzip das oder der in der Aquaristik mit weitem Abstand meist verwendete Bodengrund. Ja, und da eigentlich die häufigste Körnung liegt irgendwo bei 2 bis 3 Millimeter. Das ist im Prinzip die Standardkörnung. Je größer, je grober der Kies wird, umso seltener wird er verwendet. Auch Kies von 2 bis 3 Millimeter, also der Standardkies, den sollte man üblicherweise vor der Verwendung gut auswaschen, um, wie gesagt, schon die Schluffe möglichst zu entfernen. Selbst wenn man vorgewaschenen Kies kauft, enthält der meistens noch nennenswerte Mengen von Schluff. Also von Trübstoffen, die dann halt ausgewaschen werden müssten. Ich meine, man muss es nicht, also die Mengen, die da an Schluff drin sind, sind jetzt nicht so gigantisch, dass sie nur ansatzweise den Bodengrund so verschlammen könnten, wie Soil das kann. Ja, aber immerhin, wer da Wert drauf legt, dass das Wasser im Prinzip schon direkt nach dem Einfüllen schon weitestgehend klar ist, der sollte den Bodengrund, also den Kies, gut und gründlich durchwaschen. Ich meine, dann gibt es natürlich neben dem normalen Kies, also neben Flusskies oder ja, da gibt es ja verschiedene Kiese, gibt es natürlich auch Spezialkies. Ja, es gibt zum Beispiel einen Basaltkies, der ist dunkelgrau, anthrazitfarben. Dann gibt es andere Kiese, die zum Beispiel aus bestimmten Quarzen hergestellt werden, wo diese Quarze gebrochen werden mit einer Brechmaschine und dann quasi in einem Trommelverfahren gerundet werden, also abgerundet. Ja, da sind dadurch, dass da jede Menge Kies drin ist oder beziehungsweise Bruch, der reibt sich beim Trommeln gegenseitig ab, dass der mit der Zeit rund wird. Ja, und so entstehen halt auch bestimmte Kiesel, die man heute kaufen kann, also in Kieselform, und bestimmte Gesteine. Also wie gesagt, die werden im Trommelverfahren gerundet. Aber weitestgehend sind diese ganzen Spezialkiese auch für die Aquaristik geeignet. Es sei denn, man verwendet Kiese auf Kalkbasis, ja, zum Beispiel aus Sandstein oder ich meine, also es gibt also einige Gesteine, die also kalkhaltig sind, aber auch die kann man halt zu Kieseln schleifen und deswegen sollte man da also auch zumindest auf der sicheren Seite sein, dass man sich damit nicht das Wasser aufhärtet. Ich sage mal hier zum Beispiel ein sehr häufig in Gärten verwendeter Kiesel, ja, ist Carrara-Marmor. Ja, das ist diese schneeweißen Kiesel, die man auch im Baumarkt häufig sieht. Das ist, wie gesagt, Carrara-Marmor. Und Carrara-Marmor oder überhaupt Marmor ist ein Kalkgestein. Ja. Und das gibt halt entsprechend Härtebildner, also Calcium ans Wasser ab. Dann gibt es natürlich auch noch die eingefärbten Kiese. Ja, das ist normaler Kies. Weitaus meistens auch in der Körnung 2 bis 3 Millimeter. Und dieser Kies wird dann mit Kunstharzen, also mit eingefärbtem Kunstharz, ummantelt. Üblicherweise ist dieser Kunstharz oder sind diese verwendeten Kunstharze
wasserneutral und also durchaus auch für Fische geeignet. Allerdings kann durch Reibungseffekte sich die Oberfläche sich mit der Zeit abreiben. Ja? Und dabei entsteht natürlich Mikroplastik, ne, im Wasser. Und da weiß man nicht genau, wie weit der auch gesundheitsschädlich für unsere Bewohner sein könnte. Ja, deswegen gehen auch heute immer mehr Leute von diesen eingefärbten Kiessorten, die gibt es auch mittlerweile sogar im Sandbereich, gehen die meisten davon wieder weg. Ja, ich meine, ich habe die selber jahrelang verwendet und also problemlos verwendet. Ich habe da nie irgendwelche Schäden an niederen Tieren oder an Fischen feststellen können. Aber ich meine, ich stehe unheimlich auf braunen Bodengrund. Sowas also als natürliches Produkt zu bekommen, ist schwierig. Ne? Also hier grau und ja, schwarz auch, aber so grau, Anthrazit, das ist ja mit Basalt möglich, aber wie gesagt, braun ist da schon ein bisschen schwieriger. Ich meine, es gibt da auch andere Produkte, ich sag mal zum Beispiel von der Firma Dennerle gab es den Crystal, ich weiß nicht, wie der genau heißt, der soll angeblich nicht ummantelt sein. Gut, kann ich jetzt nichts zu sagen, bin ich jetzt etwas überfragt, wie da der aktuelle Stand ist. Ich meine, vor, ich sag mal, 20 Jahren war das so, da war der eben nicht kunststoffummantelt. So, das ist jetzt im Prinzip grundsätzlich zum Kies, was es für Kiessorten gibt und worauf man achten muss. So, und jetzt kommen wir mal zur Geschichte, was passiert mit Kies im Aquarium. Dadurch, dass Kies eben also durchlässig ist, dadurch, dass also zwischen den einzelnen Kieskörnern Lücken entstehen bei der Schichtung, ist es eben so, dass bei Kies Mulm und Sedimente von der Stoffwechselzersetzung in den Bodengrund hineinfallen können oder hineindiffundieren und dann mit der Zeit den Bodengrund verschlammen können. Ja, also ähnlich wie es dann halt auch bei dem Soil passieren würde. Wenn man über den Bodengrund filtert, ja, das gibt es ja auch, Bodenfilter, oder wenn man über den Bodengrund heizt, dann entsteht also im Bodengrund sogar noch eine verstärkte Wasserzirkulation und damit einhergehend dann halt auch eine bedeutend schnellere Verschlammung. Und extrem wird es dann bei der Bodenfilterung. Der verschlammt also sehr, sehr schnell. Und dann kann es, ähnlich wie beim Soil, wenn der anfängt zu zerfallen, kann es also dann zu Fäulnisprozessen kommen und dass das ganze Becken kippt. Deswegen ist es eben ganz besonders wichtig, dass man Kies regelmäßig reinigt, mit einer Mulmglocke bearbeitet und dann richtig tief und gründlich den gröbsten Mulm rausholt, soweit man drankommt. Ja, da wo Pflanzen stehen, also die managen das in der Regel ganz alleine, dass da also der Bodengrund eigentlich nicht verschlammt bzw. sich nicht so verdichtet, dass da Fäulnis entsteht, weil die Pflanzen sie selber durch die Wurzeln und die Enzyme, die sie da ans Wasser abgeben oder im Bodengrund und auch andere Stoffe, sind ja in der Lage, also teilweise diese Sedimente, die da im Bodengrund dann drin sind, wieder aufzuspalten und wieder als Nährstoffe für sich selbst verfügbar zu machen. Aber an den Stellen, wo man drankommt, sollte man den Bodengrund schon regelmäßig und gut reinigen. Und da ist meine Empfehlung einfach, den Bodengrundbereich also gedanklich in 3 bis 4 Teile aufteilt und dann quasi pro Quartal jeweils abwechselnd einen dieser Teile gründlich reinigt, sodass man also quasi erstmal bei jeder Bodengrundreinigung nicht gleich das halbe Becken leer machen muss,
und dass man trotzdem quasi im Jahresverlauf einmal komplett den Bodengrund gereinigt hat. Das reicht normalerweise. So, dann ist es heute immer noch so, dass also viele Aquarianer meinen, der Bodengrund oder speziell der Kies müsste durchlüftet sein, ja, müsste durchgängig sein, müsste also mit Sauerstoff angereichert sein, damit er nicht kippt. Das ist ja so nicht richtig. Ja, ich meine, ich habe ja vor einem Jahr oder was, habe ich schon mal ein Video über Bodengrund und was im Bodengrund passiert gemacht. Und wenn ihr da mehr wissen wollt, dann guckt mal da in dem Video.